Auf den Live-Servern läuft aktuell das Archäologie-Event, da geht der Soccer Cup 2020 bereits in die Beta-Phase. Dabei gibt es auch wieder einige Neuerungen, die wir uns in diesem Video anschauen werden. Erstmal direkt im Voraus, es ist nicht sicher bekannt, wann das Event auf den Live-Servern startet, bis die offizielle Ankündigung raus ist, womit auch der Ingame-Counter startet. Wollt ihr genaue Informationen zu den folgenden Dingen, Questreihen oder potenziellen Tagespreisen, packe ich euch die Links zum Fandom-Wiki in die Videobeschreibung, wo alles nochmal sehr detailliert aufgeführt wird. Beginnen wir mit der Questreihe. Diese besteht aus 55 Quests, die euch jeweils eine bestimmte Menge Energy Drinks und ein Turnierticket oder Spielerkarten geben. Die Energy Drinks kennen wir bereits aus den vergangenen Jahren. Davon kriegt ihr auch weitere durch das tägliche Einloggen, Ereignisse rund um eure Stadt und ein großes Paket nach der 34. Quest. Die Turniertickets und Spielerkarten sind jedoch neu. Wofür ihr diese einsetzen könnt, seht ihr später. Nach der 6. Quest gibt es den Karkeris-Teil des Hypodroms auf Stufe 1. Und ja, das ist nur ein Teil des neuen Hauptgebäudes. Nach der 22. Quest gibt es ein Upgrade-Kit für den Svedone-Teil, nach der 43. Quest ein Upgrade-Kit für den Karkeris-Teil und nach der letzten Quest noch ein Selection-Kit, wo ihr euch ein beliebiges Teil des Gebäudes oder ein Upgrade-Kit für den Teil aussuchen könnt. Das klang jetzt vermutlich ziemlich verwirrend, insbesondere wenn meine Aussprache davon wahrscheinlich grauenvoll ist, aber es ist ziemlich schwierig online etwas zu finden, was beschreibt, wie man das jetzt eigentlich genau ausspricht. Die Begriffe wurden nämlich scheinbar einfach aus dem Altgriechischen in sämtliche Sprachen exakt so übernommen. Um das nochmal zusammenzufassen, das neue Hauptgebäude ist ein Hypodrom und besteht aus zwei Teilen, dem Karkeris und dem Svedone-Teil oder Svendon. Keine Ahnung. Beide besitzen 6 Stufen. Der Karkeris-Teil produziert auf Stufe 6 auf 3×4 Feldern Zufriedenheit, Bevölkerung, Münzen, Medaillen, 15 Güter, 6 Forge-Punkte und 8-17% Verteidigung für eure angreifende Armee. Der Svedone-Teil produziert auf 4×4 Feldern dann Zufriedenheit, Bevölkerung, Münzen, Medaillen, 15 Güter, 8 Forge-Punkte und 10-22% Angriff für eure verteidigende Armee. Wäre doch aber langweilig, wenn es hier schon enden würde, oder? Also gibt es noch 3 weitere Gebäude, die meine Aussprache noch dämlicher dastehen lassen werden. Den Venetoi, Loikoi und Rousioi-Track mit jeweils einer Fläche von 1×4 Feldern. Der Venetoi-Track produziert Zufriedenheit und 3 zufällige Güter, der Loikoi-Track Zufriedenheit und einen Forge-Punkt und der Rousioi-Track Zufriedenheit und 3% Verteidigung für eure angreifende Armee. Wie sich gut erkennen lässt, sind das Dekorationsgebäude. Sie haben also eigentlich gar keine eigene Produktion, brauchen dafür allerdings auch keine Straßenanbindung. Die hier angegebene Produktion von beispielsweise 3 Gütern oder einem Forge-Punkt wird nur erlangt, wenn sie an beide Hauptgebäude, den Karkeris und den Svedone-Teil angebunden sind und deren Produktion dann hinzugefügt. Und zwar beiden. Das bedeutet, baut ihr beispielsweise den Karkeris und Svedone-Teil und setzt dazwischen einen Loikoi-Track, der ja mit der Produktion von einem Forge-Punkt angegeben wird, dann steigert sich die Produktion vom Karkeris und Svedone-Gebäude um jeweils einen Forge-Punkt. Das funktioniert übrigens auch, wenn ihr nur eins der beiden Hauptgebäude baut. Dann erhaltet ihr aber den Effekt der Tracks natürlich nur einmal. Ihr könnt dann so viele Tracks zwischen den beiden Hauptgebäuden bauen, wie ihr wollt und deren Produktion somit um ein Vielfaches steigern. Die maximale Produktion der beiden Gebäude beträgt somit aufgrund des Stadtdurchmessers zusammen 128 Forge-Punkte, 63 durch den Karkeris und 65 durch den Svedone. Oder 359% Verteidigung für die angreifende Armee im höchsten Zeitalter oder 372 zufällige Güter. Wie gesagt, setzt voraus, dass ihr das Gebäude durch eure komplette Stadt zieht. Ihr könnt auch davon ausgehen, dass die beiden Hauptgebäude die gleiche Mechanik wie der Winterzug aufweisen, also eventuell erst sehr spät automatisch motiviert werden, wodurch sie nicht mehr plünderbar wären und somit eine lange Zeit ein leichtes Angriffsziel für Plünderung sind, wo euch viel verloren geht. Wenn wir schon mal bei Gebäuden sind, noch fix die kleine Anmerkung, dass auch die Ruhmeshalle und der Siegerplatz neue Designs und eine zweite Stufe bekommen haben. Doch jetzt endlich zum eigentlichen Event. Bislang war es so, dass ihr auf dem Spielfeld Energy Drinks an einen von 3 Spieler eurer Wahl geben konntet, dieser dann eine bestimmte Distanz zurückgelegt hat und ihr dafür je nach Spieler die Chance auf bestimmte Preise hattet, darunter auch der Tagespreis. Außerdem gab es beim Überqueren des ganzen Feldes einen Hauptpreis. Das alles ist auch dieses Jahr wieder so. Mit dem kleinen Unterschied, dass nur Spieler auf dem Feld erscheinen, die ihr auch in eurem Team habt. Weitere Spieler erhaltet ihr über Spielerkarten. Diese kriegt ihr, wie vorhin bereits erwähnt, nach einigen Quests.
Welche Spieler sich unter den Karten verstecken, ist Zufall. Zieht ihr einen Spieler mehrmals, so wird ihm für jede zusätzliche Karte Erfahrung hinzugefügt. Hat er genug Erfahrung zusammen, steigt er im Level auf und die Chance auf Preisverdopplung wird um 0,2% erhöht. Bei diesem Spieler habt ihr auf Level 8 also beispielsweise eine 1,6%ige Chance, den doppelten Preis zu erhalten, passt ihr zu diesem Spieler. Das gilt auch für Tagespreise. Klickt ihr in der Teamübersicht die Karten der Spieler an, könnt ihr neben dieser Chance allerdings auch weitere Informationen sehen. Beispielsweise die möglichen Gewinne dieses Spielers, aber auch an welcher Position er spielt. Angriff, Verteidigung oder Mittelfeld. Angreifer sind effizient gegen Mittelfeldspieler und schwach gegen Verteidiger. Verteidiger stark gegen Angreifer und schwach gegen Mittelfeldspieler und Mittelfeldspieler stark gegen Verteidiger, aber schwach gegen Angreifer. Kleiner Tipp, das müsst ihr euch nicht merken. Wäre jetzt aber natürlich noch gut zu wissen, wozu diese Angaben überhaupt wichtig sind. Auf dem bekannten Spielfeld haben sie nämlich absolut keine Bedeutung. Was ich euch verschwiegen habe, ist, dass ihr über den Event-Button nun gar nicht mehr direkt auf dieses Spielfeld kommt. Eigentlich ist das nämlich nur noch euer Trainingsbereich. Neben diesem gibt es nun auch einen komplett neuen Turnierbereich. Diesen könnt ihr euch wie eine Ausarbeitung der bekannten Ligen vorstellen. Erreichen könnt ihr die Ligen nun immer über den großen Pokal auf der linken Seite. Der Unterschied ist, dass ihr nun nicht mehr aufsteigt, indem ihr einfach mehr Energy Drinks ausgibt wie andere Spieler, sondern indem ihr aktiv Turnierpunkte sammelt. Das macht ihr durch direkte Turnierspiele gegen die Teams von anderen realen Spielern. Gegen welches Team ihr spielen wollt, liegt bei euch. Zur Auswahl stehen euch immer 3 Spieler. Ein leichter, ein mittlerer und ein schwerer Gegner. Umso schwerer der Gegner, umso besser die potenziellen Gewinne und umso größer die Chance auf den Tagespreis. Wichtig ist, dass der Tagespreis hier nicht derselbe ist wie auf dem Trainingsplatz. Das sind immer 2 unterschiedliche Preise. Gefallen euch die Gegner nicht, werden sie jeden Tag ausgewechselt oder ihr könnt sie einmal am Tag kostenlos wechseln. Wählt ihr nun einen Gegner aus, so öffnet sich die Teamaufstellung. Das Team eures Gegners steht bereits, doch ihr könnt euer Team noch auswechseln. Fahrt ihr am PC nun mit der Maus über eure Spieler, seht ihr, wer gegen wen effektiv ist. Zur Orientierung habt ihr rechts auch noch eine kleine Darstellung davon. Nun könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Teamaufstellung nochmal ändern, um eure Chancen auf den Sieg vielleicht um ein paar Prozente zu steigern. Seid ihr fertig, müsst ihr ein Turnierticket einsetzen, um das Spiel auszutragen. Verliert ihr, erhaltet ihr nichts und habt somit ein Turnierticket verspielt. Gewinnt ihr, erhaltet ihr eine Truhe entsprechend der Schwierigkeit eures Gegners und Turnierpunkte, die euch in der Liga-Rangliste aufsteigen lassen. Dieses kleine Symbol gibt übrigens eure Teamstärke an und ist die Summe aller Level eurer derzeit aufgestellten Spieler. Das soll als leichter Vergleich der beiden Teams dienen, da höhere Level auch höhere Siegchancen bedeuten. Tauscht ihr also beispielsweise einen Angreifer Stufe 8 gegen einen Angreifer Stufe 10 aus, kann euch das schon einen weiteren Prozent bringen. Sorgt also dafür, dass euer Team immer aus den stärksten, passenden Spielern besteht. Ein kleines Manko gibt es an dieser Turniersache aber noch: die Turniertickets. Davon erhält man alle 8 Stunden ein weiteres gratis dazu, bis man maximal 3 hat. Optimal wäre es natürlich, wenn man also täglich alle Tickets einsetzt, um über das ganze Event möglichst viele Turniere zu spielen und möglichst viele Turnierpunkte für die Ligenrangliste zu sammeln, wodurch man am Ende bessere Gewinne erhält. Allerdings erhält man zusätzlich ja noch durch die Quests Turniertickets. Gut, dann könnte man ja auch einfach alle Tickets sammeln und erst ausgeben, wenn ein Tagespreis kommt, der einem gefällt. Wenn man zusätzlich Tickets bekommt oder kauft, stapeln die sich ja auch über 3 auf. Allerdings werden dann natürlich über die ganze Eventdauer keine produziert, weil der Vorrat ja im Prinzip immer voll ist. Das funktioniert wie bei den Forge-Punkten. Dadurch würde man natürlich nicht so weit in der Rangliste aufsteigen. Hier heißt es also, sich zu entscheiden: höhere Platzierung in der Rangliste, indem man immer sofort alle Tickets ausgibt, oder mehr Tagespreise, indem man die Tickets erst alle sammelt. Es gibt nur eine Möglichkeit, beides zu kombinieren: indem man alle Quests erst an dem Tag macht, wo es beim Turnier einen guten Tagespreis gibt. Wäre natürlich blöd, weil zwischendurch auch Quests kommen, die teilweise lange Produktion erfordern. Aber wenn man natürlich genug Produktionsboosts auf Lager hat, würde das auch trotzdem klappen. Na, dann haben wir doch eigentlich die perfekte Lösung, oder? Obwohl, es gibt ja noch einen Tagespreis für den Trainingsbereich. Wenn dort was Gutes kommt, bevor beim Turnier was Gutes kommt, will man natürlich schon möglichst viele Drinks auf Lager haben. Also ist beides doch keine gute Lösung und es heißt wieder, so schnell so viele Quests wie möglich machen, um schnell viele Drinks zu bekommen, falls gute Tagespreise im Trainingsbereich kommen, und sich dann entscheiden, was man mit den Tickets machen will.
Entweder direkt ausgeben oder auf einen guten Tagespreis warten. Außerdem spricht für schnelles Erledigen der Quests auch, dass man natürlich, bevor man anfangen sollte zu spielen, egal ob Training oder Turnier, erstmal Spielerkarten sammeln muss, damit sich das Team möglichst schnell füllt und vielleicht sogar schon hochlevelt. Und wisst ihr, wo man noch Spielerkarten bekommt? Richtig, im Trainingsbereich als Chance bei jedem Pass, egal zu welchem Spieler. Das bedeutet im Optimalfall sogar erst einen Tagespreis im Trainingsbereich abgreifen und erst dann mit einem vollständigeren und höher gelevelten Team Turniere bestreiten, weil das mehr Ranglistenpunkte gibt für die Rangliste, die man bereits abgeschrieben hat, weil man sich wahrscheinlich für die Taktik entschieden hat, die Tickets für möglichst viele Tagespreise zu sammeln und alle auf einmal auszugeben, was übrigens auch diese komische Dreierproduktion der Tickets obsolet macht. Was ich damit sagen will: Ich feiere die Neuerung und mir gefällt das Prinzip hier echt gut. Ich finde es auch super, dass der Spieler endlich mal selbst in der Hand hat, wie viele Preise er bekommt und wie hoch er in der Rangliste aufsteigt, weil er sich selbst für einen Gegner und eine eigene Teamaufstellung entscheiden muss. Ich finde es prinzipiell auch super, das Team sammeln und trainieren zu müssen. Aber wie wäre hier vielleicht mal ein komplett neuer Ansatz für das Training gewesen? Ohne das Prinzip, was eigentlich schon existiert, mit 3 Auswahlmöglichkeiten, einer Währung und einem Tagespreis komplett zu kopieren und neben die bisherige Variante zu stellen. Das macht das Event nicht nur etwas überfüllt, sondern noch unverständlicher. Chancen sind etwas, was für uns nicht gerade intuitiv verständlich ist. Zeigt sich beispielsweise auch daran, dass sich im Forum bereits von Spielern beschwert wurde, weil sie mit 70% Gewinnchance trotzdem verloren haben. Oder daran, dass es immer noch Spieler gibt, die spekulieren, dass irgendein geheimer Algorithmus implementiert ist, der die Verteilung von Blaupausen beeinflusst, weil komischerweise fast immer eine Blaupause lange fehlt. Und da ist es nicht gerade hilfreich, in einem Event noch mehr Chancen und Prozente zu packen. Ich denke, ich muss euch nicht erklären, dass ich euch nicht sagen kann, ob die beiden Hauptgebäude für jeden kostenlos voll ausbaubar sein werden, geschweige denn wie viele der zusätzlichen Tracks ihr bekommen könnt. Diese wird es vermutlich wieder als Tagespreise geben, also könnt ihr alle Selection Kits schon mal dafür verwenden, die Hauptgebäude zu upgraden. Und außerdem gibt es dieses Mal auch in allen Ligen, die durch halbwegs aktive Spieler erreicht werden können, mindestens ein Selection Kit. Denkt dran, dass das alles wieder Beta-Informationen sind und durchaus noch was geändert werden könnte. Ich wünsche euch dann trotzdem viel Spaß beim Event. Das macht es nämlich definitiv, solange man einfach mal locker an die Sache rangeht und die Gewinne so nimmt, wie sie kommen und nicht immer im Vorfeld ganz genau wissen will, wie man spielen muss, um sicher ganz genau eine exakte Menge Kits oder Gebäude zu bekommen. Also immer schön locker durch die Hose atmen und bis zum nächsten Video. Ciao.